Mein Vortrag wird in Deutsch sein. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich für alle. Wenn ich anfange zu nuscheln, bitte. Es geht heute um LilyPond-Erweiterungen aus der Benutzerperspektive. Zunächst mal ein paar Worte zu mir. Ich bin kein Entwickler, ich bin kein Programmierer. Ich habe überhaupt keine formelle Ausbildung in diesem Bereich. Tatsächlich, als ich zur LilyPond kam, ich bin ein studierter Musiker mit Hauptfach Gitarre und dort ist die Notation häufig sehr komplex. Es wird auch häufig braucht man Sonderzeichen und insoweit kam für mich schon sehr bald die Notwendigkeit, dass LilyPond-Erweiterungen brauchte. Man kann natürlich auf der Liste fragen, auf der Mailingliste oder so, oder man kann es selber machen. Ich war für selber machen. Insoweit habe ich ein paar Sachen mir angeeignet. Was man braucht, ist ein bisschen Kenntnis über die LilyPond-Erweiterungssprache. Geil. Dafür reicht schon fast unser Big Standing Manual aus. Da gibt es ein Scheme-Tutorial, das ist gar nicht so übel. Wenn man das durcharbeitet, kommt man noch zu einigen Sachen. Man wird jetzt später sehen, dass es noch ein paar andere Probleme gibt, aber tatsächlich finde ich nicht, dass sie so sehr in Geil liegen. Aber zunächst mal hier gehe ich mal auf das nächste Bild, was überhaupt möglich ist. Das sind so Sachen, die, da greift man nicht ins C++-Files ein, sondern es ist Scheme-Code, nichts anderes. Das erste ist Wavy Beams. Gut, das dritte Beispiel war jetzt ein bisschen ein Joke, aber als ich das gemacht habe, habe ich ein paar Properties eingesetzt, die eben das könnte. Der zweite Code, Mike mag sich daran erinnern, das ist nämlich auf einer Idee von ihm basiert. Das geht auch. Und das dritte Coding, darum wird es heute gehen, weil das am kürzesten ist, sind nur ein paar Zeilen, 60 Zeilen. Da geht es darum, wie man aus einem Arpeggio-File die Pfeilspitze dicker macht. Alle anderen sind zu lang. Ja, gut. Wir wollen also die Pfeilspitze länger machen, größer machen und da brauchen wir erstmal Informationen über Arpeggio Pfeilspitze und da kann man natürlich die Manuals tun. Die Manuals durchsuchen zu können, ist eine Fähigkeit, die man bräuchte. Tatsächlich ist sie nicht immer so gegeben, wie man auch auf den Mailinglisten durchaus sehen kann. Man findet aber nicht besonders viel. Das Einzige, was man findet, ist hier das Normale, wie man die überhaupt aufruft. Wenn man sich den Befehl anzeigen lässt, dann sieht man eigentlich etwas über Arpeggio Direction. Das kann 1, -1 oder eine leere Liste sein. Mehr findet man nicht. Man kann in die Internals gehen, man sieht nichts zu den Arpeggio-Pfeilspitzen. Findet man nicht. Es gibt bei anderen Jobs gibt es das, aber eben nicht beim Arpeggio. So, was machen wir jetzt? Also wir können kein Property einfach setzen oder verändern oder was. Ja. Stattdessen wird es wohl so sein, dass wir den Stencil neu schreiben müssen. So, was ist eigentlich der Stencil? Wahrscheinlich weiß es hier jeder, aber es ist eigentlich die Druckvorlage, der Stempel, mit dem das hergestellt wird. Und es gibt eine Stencil-Prozedur, die diesen konkreten Stencil herstellt. Diesen konkreten Stencil kann man, allerdings die Bauanleitung für den konkreten Stencil kann man einsehen über eine bestimmte Funktion, die heißt, ich nenne sie Lily Stencil Expression. Ich gehe mal weiter. Also LY Doppelpunkt Stencil minus X. Also ich nenne sie Lily Stencil Expression. Das Problem dabei ist wenn man in den Internals schaut, dann sieht man einfach als Beschreibung nur den Docstring, der da heißt, gebe die Stencil Expression wieder. Das hilft mir jetzt nicht besonders weit, aber wenn man sich das anzeigen lässt, dann kommt man zu dem, was da rechts steht. Hervorgehoben habe ich, was erstmal wirklich interessant ist, nämlich dass diese Arpeggio-Linie aus verschiedenen Elementen besteht, die gestapelt werden. Und ganz oben in diesem Fall ist der Arpeggio-Error. Den gibt es auch in einer besonderen Variante mit M1. Unten sieht man, was ich da brauche.
die Guide-Prozeduren, LilyPond, die Prozeduren, die ich verwendet habe. Da komme ich später in der Zusammenfassung nochmal drauf. So, wenn man den Stencil jetzt hat, wenn man ihn einsehen kann, dann ist die Idee, dass man den Arpeggio Arrow aus der Schriftart, in dem Normalfall Emmentaler, herausholt. Denn das ist, wenn man das richtig macht, ist das bereits ein Stencil. Dann über Lily Stencil Scale größer macht und dann neu einbindet. Man kann, das ist mir erst später aufgefallen, das Ganze noch vereinfachen. Wir haben ja ein Music Glyph Markup. Da würde es sogar noch einfacher gehen, als hier jetzt einzusehen. Aber es gibt noch ein paar Probleme, wenn man das macht. Hier ist das erste. Ich habe ja versprochen, das Ganze zu kürzen. Also die kürzeste Fassung, wer schaut in das Skript, das ist online. Da habe ich jetzt einfach mal das Neue rausgelesen, die Pfeilspitze, ich habe sie immer rot eingefärbt und auf dieses Arpeggio geknallt. Sieht dann so aus. Man kann zwei Sachen feststellen. Das Arpeggio ist einfach länger geworden, einfach weil die alte Pfeilspitze jetzt fehlt und es steht irgendwie so ganz in der Mitte. Natürlich ist es auch noch nicht größer geworden. Das Herausnehmen der alten Pfeilspitze geht dadurch, dass ich das Arpeggio Direction Property irgendwann auf die leere Liste mittendrin setze. Das haben wir eben bei den Default-Befehlen gesehen, dass das Entscheidende dafür ist. So, hier verschiebe ich die einfach, da kommen ein paar Berechnungen, die Länge der Wellenlinie und die Länge der Pfeilspitze in Betracht ziehen. Hier wird es gekürzt. Das ist noch interessant. Gekürzt wird um ein Step Space. Denn die einzelnen Elemente, von denen eben die Rede war, ist so ein Zickzack-Element, das hat ein Step Space. Man kann das überprüfen, da steht irgendwo eine Pretty Print Anweisung, kann man da auslesen. Und wie gesagt, über den richtigen Code gehe ich jetzt mit den Einzelheiten sehr schnell hinweg. Hier haben wir die Pfeilspitze einfach größer gemacht. So, und jetzt fangen die Probleme an. Man sieht, dass es natürlich jetzt breiter ist, es ist nicht mehr übereinander, es ist einfach verschoben. Man muss es also wieder richtig machen und so lesen wir die Breiten aus und dann können wir das Ganze wieder berechnen. Berechnung erfolgt. Das ist hier. Das ist gut. So, halt, zurück. Wenn man genau hinschaut, ja, es steht jetzt übereinander, aber es kollidiert links und rechts mit Punkten, mit Notenköpfen, einfach weil der Extant in X-Richtung noch nicht geregelt ist. Können wir dann machen über die Vorprozedur, das ist LilyArpeggio.with oder so ähnlich, Aussprache ist eine Sache. Und dann finden wir wieder die jetzt etwas breitere, den ausgelesenen breiteren Wert, den man kalkuliert hat, links und rechts hinzu und dann kommt man dazu. Ja. Der Rest ist einfach hier Syntactic Sugar. Ich mache eine Funktion daraus, um das Ganze skalierbar zu machen. Ich lasse es nur dann aufrufen, wenn Arpeggio Direction wirklich gesetzt ist und nicht als leere Liste. Man kann das Ganze in die Default-Befehle mit einfügen und dann kommt man dazu zu diesem Bild. Da rechts habe ich die übereinander gelegt. Und was man natürlich sagen muss, ist, dass die Pfeilspitze ja jetzt auch länger geworden ist. Das kann einem gefallen oder nicht. Wenn es einem nicht gefällt, muss man die Pfeilspitzen von vornherein neu machen. Da gibt es mit der Grafik, mit Markup-Programm, Prozedur, all das würde gehen, aber die Positionierung ist nach wie vor immer noch ganz ähnlich dem, was ich gerade vorher geführt habe. So, ich bin jetzt ziemlich durch dieses Coding gerauscht, das war eigentlich ein bisschen detaillierter gedacht, aber ich wollte gerade bei meiner Klausur hier nicht so durchrauschen. Hier habe ich einfach mal aufgeführt, was ich verwendet habe. Die ganzen Prozeduren und
guckt, manches davon erklärt sich fast von selber und andere Sachen, ja, ich meine, es gibt auch das geile Manual, das ist jetzt nur was zum Nachschlagen. Format, ja gut, das ist ein Arbeitstier, ich hätte es auch durch was anderes ersetzen können. Rechts. Ja, das grüne Zeug ist gut dokumentiert. Ich gehe mal von unten, Aperture Properties, das ist eigentlich auch okay. Man kann in der Internal Reference nachschauen, dass das die Prozeduren sind, die sowas machen. Der Umgang mit den Stances, manches ja, manches nicht. Stance with Color kommt halt aus einem STM-File, genauso wie Interval Length und Interval Widen, da gibt es 0 Dokus. Hier für die Schriftarten und das Herausholen aus der Schriftart. Ja, das wird in der Internal Reference mit ihrem Docstring dokumentiert. Das ist auch jetzt nicht so schlecht dort, aber es geht so. Also Drop Property und Drop Stack Property ist vielleicht fast selbsterklärend, wenn man weiß, dass Drop Property etwas holt, etwas ausliest. Und ja, wenn man es holt, dann kann man es natürlich auch irgendwie setzen. Das ganze Coding, über das ich jetzt durchgeräuscht bin, war natürlich ein sehr einfaches Coding. Es hat keinerlei Mapping über Listen stattgefunden, es hat keinerlei Rekursion von irgendwas stattgefunden. Und trotzdem sieht man vor allem auf der LilyPond-Seite, dass da nicht so viel über den Docstring hinaus dokumentiert ist. So, woher weiß ich das? Ich als User. Ich habe keine Programmierausbildung. Wie ich da dran gekommen bin, ist, ich habe Sachen ausprobiert. Ich habe es gefunden irgendwo, ich habe ausprobiert, ich habe versucht, damit zu arbeiten. So, das ist, das führt zum Ziel. Es dauert, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und ich würde mir wünschen, wir würden da vielleicht ein bisschen was anderes machen. Wir können einfach nicht jedes einzelne Zeug ausführlich dokumentieren. Das geht nicht. Das ist einfach zu viel. Aber vielleicht wäre mein Vorschlag ja, dass wir eine Art General Coding Reference anlegen. Und vielleicht einfach so. Ich habe jetzt als Beispiel Interval Length genommen, weil es ja auch eine Fallunterscheidung drin ist, dass man einfach ganz kurz schreibt, was das macht. Und dann, das finde ich nämlich ganz wichtig, ein Index. Dass ein Index dort entsteht, sondern dass man nachschlagen kann. Im Moment können wir die ganzen SCM-Files nicht nachschlagen. Es gibt eine Funktionalität, die hat David Lesnick dran geschrieben, da kann man das Ganze rausholen mit Namen, Argumenten, Dokumentation, String soweit vorhanden, aber allein auf die Scheme-Files ohne Markup-Commands sind es 5000 Zeilen. Mit Markup-Commands sind es 10.000. Und dann ist noch nicht mal das drin, da ist noch nicht mal ein Index dabei. Also das wäre im Wesentlichen eine Idee. Es muss ja irgendwie möglich sein, dass die User, die sich dafür interessieren und sich die Guide-Syntax in den Kopf hauen, dass sie da auch von LilyPond-Seite nicht so vor die Wand laufen. Genau das habe ich jetzt, also wir arbeiten ja an diesem Blog, genau das habe ich auch erwähnt, dass die Dokumentation, die schon im Scheme-Code drinnen ist, bei den ganzen Funktionen, dass die auch rausgezogen wird in ein eigenes Dokument. Das ist ja bei einigen Dateien der Fall, aber bei vielen Dateien nicht. Das heißt, viele Funktionen sind wunderbar dokumentiert, aber es fehlt der Auszug sozusagen in ein extra Dokument. Das kommt ja dahin, das wäre dann genau das. Aber viele Funktionen sind auch nicht gut dokumentiert. Ich weiß jetzt nicht, das habe ich jetzt vergessen, ob da Interval Length, ob das ein Docstring hat oder nicht. Aber die zweite Zahl, Returns 0, das muss man da sehen. Das ist in Docstring nicht so gut. Das, was auf der Seite Scheme Functions dokumentiert ist, diese Docstrings, die
sind zu 80% unbrauchbar. Weil die sind so, dass selbst wenn man einigermaßen in der Sache drinsteckt, so wie ich bin so über das Problem Scheme zu verstehen hinaus, aber mit diesen Docstring, so wie du einen zitiert hast, kann man nichts anfangen. Genau, ich meine, Returns. Fragen, was macht das eigentlich? Returns and expect on the stance. Was? Ja, genau. Ja, soll ich Deutsch oder Englisch? I do it in English. I think one of the problems that we have is that regarding the scheme documentation, the LilyPond documentation has a bit of the notion it's somebody else's problem. If you have a system like Emacs with its ELIS interpreter, it's clear if nobody is going to document ELIS, it's not going to be documented. And with LilyPond, we have it's an external project, it's externally documented, so we just refer to that documentation, but that does not help the person who starts with something. It's similar to, I said, one of the problems that one has with LilyPond documentation as such is that if you want to get a beginner to start, then basically, and write a tutorial, then basically the start is, okay, take your favorite editor, and there's already the first problem. The people want to do something and they don't want to make choices. They probably don't have a favorite editor, and they want to know what keys do I press in order to get a result, and take a favorite editor, and LilyPond has to be called with those command lines. Those are instructions for people writing IDEs like Frescobaldi, but they are not really instructions for a beginning user. And we don't have an all-in-one approach where we document how to use as a normal user scheme in the form of Guile, and the editor in the form of Frescobaldi, for example, and LilyPond in the form of an engine. Our documentation is just concerned with the middle part, and that's a big starting problem, I think. Yeah. But one thing, this general code reference is more a tool, Werkzeugkasten. Toolchain? Yeah. Okay. It would be very great to have more commanded examples of a very easy code. Yeah. For starters. Can we not just say that our official editor is Frescobaldi? I mean, we don't have any other candidates. That's my point. You can also try to say our official editor is Emacs. I mean, obviously I don't want to have the documentation that becomes unusable if you're using any other editor, because I'm a Emacs user myself, but we have to make the decision at one point of time to cater to the beginning user in a more complete way than just documenting how to work, how LilyPond works. I mean, it's not even how to work with LilyPond, because you never interact really with LilyPond, but you run it, and it starts and it stops, and it's not an interactive program. And so I'm afraid that in the position of having tutorials to work with, we probably won't get around defining an editor. And in the dark history of LilyPond, the sort of official editor was LilyEdit. There's something that's delivered with the Windows installer. LilyPad, it was, right. And I mean, the documentation does not refer much to LilyPad, but it's sort of the official thing that we deliver, including the installer. And I think we have to worry about what will the aspiring user install and get and work with first. And probably if at least the starting tutorial would focus on how to use Frescobaldi for writing something, it might be helpful for beginning users to start with an environment that's actually more suited
suited to beginning users than what they'll end up with if they have to make all their own choices. But David, So are you saying that's a yes, topic. we should make it the official? The topic isn't starting a LilyPond user, but starting user wanting to write extensions for LilyPond, and that's quite a difference. And sorry, I don't like Frescobaldi. I emailed my favorite editors, Janet. Maybe I'll have to draw. Well, I'm saying that because the Frescobaldi has auto-completion for the scheme expressions, and so you can now it completes the symbols, but it could also tell you what those symbols actually do. What I would say, I would not want to have some help functions or stuff only work in Frescobaldi. We should keep our documentation workable, even if you choose not to use Frescobaldi. But I mentioned it only as a different problem that we have. You are talking about the problem if you want to go deeper, the information just isn't there and is partly externalized into the guide documentation. And I mentioned that if you go up into the simple starting process, also the documentation is not there. So we just have this intermediate layer. What does the LilyPond command line application do? And we don't really give the whole story that somebody has to deal with. But I don't think it should be a general for guide code. That's just a very cheap example here. But we have activities like make sequential music. That could be a very short example and index. That's all. Or say that geschweifte Klammer. And make sequential music is nearly the same in certain circumstances. An index. And if I'm looking for some scheme function in our scheme files, I use my search function of editor of my jacket, or I do it via git grep. Okay. Yeah, but you can't expect that use a git from a user. Sorry. From the power user. Okay. That for me again. One little thing, maybe we should finally go forward and do that Frescobaldi can download and install LilyPond. So you can just install Frescobaldi and have a working environment. That's on our agenda for a long time. That would make the entrance even easier. Does it run on Windows as well? Not yet. Frescobaldi number 1 had, based on KDE, had a feature that it could automatically download multiple versions of LilyPond and install and use. But it's really low-hanging fruit, it's just we have to do it. Yeah, we should resurrect that possibility. So it used to be that like 50 or 70% of the downloads were for Windows. I don't know how this is today. Does anyone have an idea? I'm not sure, but I mean, it's telling that of the system integrators, so we have basically James and Phil, right? They are both actually coming from the Windows side and have started and use LilyPond on Windows privately mostly. And I think it's telling that that's a potential one should not underestimate. A different idea that strays a little bit from that, but ties into the presentation and the notion of IDEs in general. So I went to this Microsoft conference and there was a whole track on VS Code and the people that develop VS Code and things they think about. One can of worms that they got into that was actually quite positive for them is the notion of telemetry. So like measuring how people use a tool without actually being there. Of course, there's something kind of spooky about telemetry because you're observing how people are using the tool.
But I feel like this discussion in general is centering around empathy. We're talking about empathizing with beginning users and kind of discovering where their pain points are and then helping them. But what's interesting is that, unless I'm mistaken, not very many people in this room currently correspond to that profile of the person we're empathizing with. And I think that that's normal, that it's tough to be in touch with those people. And telemetry is one way to solve that problem. But then the issue that you get into when you're talking about telemetry is who's collecting the data, where is it stored, under what terms, how can it be erased, how can you request it be erased. But I'd just like to throw that out there as an idea, knowing that I myself am not a Frescobaldi user, nor am I, but I appreciate the fact that it exists very much. But that could be one thing. And the second thing, and this goes to Harm's presentation, separate talk in VS Code talked about mentorship extensions in VS Code. So basically you run into the problem as you're writing code, and there's an extension where in VS Code you can send out an SOS saying, help, I'm stuck, right at the point that you get stuck, as opposed to going to a mailing list or something. And the idea that somebody, a LilyPond user working with Scheme, that just like runs into like a little bottleneck, says, hey, who's awake, who can help me with this thing that I run into? That point of contact and mentorship that's embedded right in an IDE was one of the most popular features that came out of the Microsoft conference. So I thought I'd bring it up here to see if people thought that is an interesting idea as well. I think from the IDE perspective, that would be very nice. The question is, where would that go? Yeah. Would that basically send it post to the mailing list, or would there have to be some space where people gather to contribute their time? Yeah, I mean, the way that it was done in VS Code is people, again, it's kind of a more chat-based thing, but people would say what they're good at and what times of the day they're okay being pinged. It was a much larger project, so like maybe I'm available on my commute home, and that's when I can get an SMS or like a push message, and then otherwise no, don't bother me. And that way people felt not so overwhelmed, and that fixed a little bit the problem that Hermann was talking about, that like if you're at work, you don't necessarily want to be interrupted all the time. So it allows these pretty fine-grained opt-in ideas for bandwidth. Okay, but it would need an integration in the IDE and a platform for the supporters that would also have to be set up. So that's the thing, is that Microsoft, that's where the comparison falls apart, is that Microsoft, if they want it to happen, it will happen. I mean, they can make the decision and it will exist. And we don't have that luxury here. But I think, I just bring up the idea and then maybe we can simmer. Yes, because I think this is a very important discussion, but we're out of time. I've added it to the list of topics. I suggest that we keep to the organization and move on to the next presentation. Yeah. What do you think? Thank you.